mit dem Geschwätz der Insolvenz. Fuck you, General Motors. Mein Vater war bei Opel, mein Schwiegervater, mein Opa, alle. Ich habe das im Blut. Ich lebe Opel. Das ist natürlich scheiße, wenn man immer nicht weiß, wie es weitergeht. Natürlich werden wir Opel noch kennen in 20 Jahren und Opel wird sich konsequent weiterentwickeln. Der erste Kadett. Für den Mittelstand in den 30ern gebaut. Um diesen Oldtimer-Schatz im Autowerk kümmern sich Jens Cooper und Leif Rohwetter. Sie leben die Opel-Story. Ja, jetzt kommt er auch ganz hoch. Und blinkt auch. Blinkt auch. Ja, genau. Also das ist schon. Mach das ruhig nochmal. Ist schon toll. Drück den nochmal. Und nochmal. Der Vorgänger vom Blinker sozusagen. Ja. Vielleicht braucht er ein bisschen mehr Spannung. Wenn ich jetzt nochmal anmachen würde. Opel fiel damals auf durch Innovation, besondere Bauweisen und kraftvolle Motoren. Das ist für die damalige Zeit ein ganz modernes Auto gewesen mit einer selbsttragenden Karosserie. Und der war eigentlich den Konkurrenten um Jahre voraus, kann man sagen. Vielen, ja. Mitte der 30er ist der rausgekommen und er wurde hier in Rüsselsheim gebaut und den gab es dann halt auch nach dem Kriege. Irgendwann wurde die Baureihe umbenannt in Astra, der auch heute hier in Rüsselsheim gebaut war. Insofern stimmt das. Der Wagen hat eine ganz, ganz lange Tradition auch hier am Standort. Ohne ihn gäbe es Opel vermutlich nicht mehr. Als Betriebsratschef sicherte Klaus Franz Opel nach langem Kampf das Überleben. Er war 14 Jahre nicht mehr hier und ist sichtlich bewegt. Schon die Erinnerungen über die lange Zeit, die knapp 40 Jahre, die ich hier war. Und manchmal ein bisschen Wehmut, weil man hat sich viel vorgenommen. Es war richtig super. Dann sah ich mir auf der anderen Seite, aber irgendwie hätte ich Opel doch eine glühendere und glänzendere Zukunft gewünscht. Krisen bei Opel hat er viele erlebt. Für Hans-Günter Spengler und seine Freunde kennt die Liebe zu Opel dennoch keine Grenzen. Wir sind 40 Personen, treffen uns alle 2 Monate und dann wird halt gesagt, hier am nächsten Samstag treffen wir uns beim Peter. Dann gucken wir nach dem Olympiarekord oder das nächste Mal bei dem Jürgen und gucken nach dem B-Senator oder je nachdem, was anliegt. Oder planen Ausfahrten. Diesmal geht's für Hans-Günter Spengler mit seinem C-Kadett nach Flörsheim. Er trifft hier Gleichgesinnte, alles Ex-Mitarbeiter, vernetzt in alle Welt. Was sie eint, ist die Liebe zu Opel. Ja, genau. 4 Räder, ein Brett, fertig ist der C-Kadett. Und was sagt der Opa dazu? Prima, stimmt. Heute kommen sie zum Staunen und Bewundern. Ein Olympiarekord aus den 50ern. Unverwechselbar mit dem typischen Haifischmaul. Eine Legende. Glänzend, restauriert von einem echten Liebhaber. Der hat halt gestanden und das war eigentlich so Liebe auf den ersten Blick. Und ich habe ihn gekauft. Ich habe dann so 3 Monate lang Teile besorgt halt und dann habe ich ihn auseinandergenommen. Und dann habe ich ihn eigentlich in 4 Monaten restauriert. Ich habe ihn jetzt 30 Jahre. 30 Jahre? Ja. Da hat man noch bessere Teile gekriegt damals, ne? Nee, es ist eigentlich jetzt mittlerweile leichter, weil es ja das Internet gibt. Damals musste man auf die Veterama fahren oder hat bei irgendwelchen Händlern angerufen. Oder Schrottplätze. Ja, oder halt hier über die Alt-Obel-IG dann halt. Okay. Dann über die Typgruppe halt Teile bekommen. Opel produzierte in 125 Jahren über 75 Millionen Fahrzeuge. Von Anfang an mittendrin in der Stadt Rüsselsheim. Spätestens ab dem 20. Jahrhundert galt Opel mit seinen klassischen Kultautos über mehrere Jahrzehnte als führender Autohersteller. Eine ganze Region lebte und lebt davon. Diese beiden kennen alle Modelle, wissen über die Aufs und Abs des Autobauers. In den heiligen Hallen von Opel Classic hüten sie den Schatz der gesamten Produktion und halten ihn am Glänzen. Was sagst du? Also die Lenkung wurde schon mal gemacht, das Lenkgetriebe ist auch neu. Das waren nicht wir, oder? Nein.
Und die Spurstange, das sieht alles gut aus. Zum Glück, ja. Heute begutachten sie den gerade abgegebenen Kadett A eines Nachfahrens der Opel-Familie. Manschetten sind definitiv mal neu. Die Autos sind hier nach Jahrzehnten aufgereiht. Admiral, Kapitän, Olympia, Diplomat. Eine Legende neben der anderen. Leif Rohwedder und Jens Cooper kennen die Geschichten zu jedem Oldtimer hier. Das ist immer noch ein tolles Gefühl. Das ist wie eine Zeitreise. Ja. Gerade so ein Doktorwagen, wer hat schon die Möglichkeit, so ein Auto mal zu fahren. Aber es gibt definitiv ein paar Autos, die einen noch nervös machen, nach vielen Jahren noch. Naja, eine Anekdote. Wir besitzen einen, der hat dem ehemaligen Bundeskanzler Schmidt gehört. Ja. Das fällt mir jetzt mal spontan ein. Also wir haben einen Kadett von Helmut Schmidt und jetzt wir werden eigentlich ganz oft gefragt, riecht der Wagen nach Zigarettenrauch? Er war ja starker Raucher und hat auch in Talkshows geraucht. Aschenbecher war benutzt, definitiv. Ja, aber mittlerweile nicht mehr. Leider ist das verflogen. Zu dem Auto kann man nur sagen, der Wagen ist uns zur Verfügung gestellt worden von Gregor von Opel. Und wir passen auf den hier gut auf, weil er den frühesten Baustand darstellt. 1962 ist der Wagen so herausgekommen und schon ein Jahr später wurde der dann an der Front modifiziert. Und wir müssen natürlich oder wollen oftmals so den Zustand zeigen, als der Wagen präsentiert wurde, wie das erste Mal auf die Leute gewirkt hat. Und deswegen ist das so ein tolles Exemplar. Und wir mögen die Farbe auch sehr gerne. Ne? Dieses Türkis ist schon immer sehr, mögen viele. Ne? Es ist einfach, sieht toll aus, passt zur Zeit. Das ist so die Geschichte hinter dem. Der größte Schatz hier ist der allererste Opel. System Lutzmann heißt der. Und der fährt sogar noch. Ach, das ist schon eine Diva auch. Der braucht schon ein bisschen Schmackes, um anzuspringen. Wir schauen mal. Geschafft. Der erste Opel war ein gekauftes Patent. 25 km/h, 3,5 PS. Damit begann für Opel eine völlig neue Ära. (1899) ging es los mit den ersten Autos. Es waren die Söhne von Adam Opel, die mal etwas ganz anderes ausprobieren wollten. Opel war international bekannt für Nähmaschinen und Fahrräder. Und so lief es anfangs mit dem Verkauf etwas schleppend für die 5 Brüder. Die motorbetriebene Innovation war eben kompliziert und zunächst nur für Reiche erschwinglich. So richtig los ging es so ab 1908, 1909 hat man zum Beispiel ein Auto auf den Markt gebracht, den sogenannten Doktorwagen. Der hat seinen Spitznamen daher, weil das nicht mehr nur die superreichen Fabrikanten oder Adligen sich leisten konnten, sondern auch, sage ich mal, der obere Mittelstand, ein Arzt, ein Tierarzt, ein Handlungsreisender und so weiter. Und das ist so ein ganz früher Versuch. Opel war schon eigentlich seit dieser Zeit daran bestrebt, eine große Stückzahl zu verkaufen und nicht sich ins Luxussegment zu verlegen und nur punktuell kleine Akzente zu setzen für die sehr Reichen, sondern man hatte schon die Idee, das Auto und das breite Volk zu bringen. Aber die stank dem Firmengründer sprichwörtlich. Adam Opel mag Autos nicht, findet den damaligen Nischenmarkt eher uninteressant. Die Autobegeisterung der Söhne bekommt er nicht mehr mit. Sie beginnt nach seinem Tod. Anfangs waren Opel-Fahrzeuge in allen Teilen handgemacht. Doch Opel mausert sich bald zum Pionier der modernen Autoproduktion und führt die Fließbandarbeit ein. Damals völlig neu in Europa. 25 Autos am Tag sind jetzt möglich. 5-mal so viele wie früher. Eine Sensation, die Produktion am Band. Made in Rüsselsheim. Und 1923 hat man dann Nägel mit Köpfen gemacht. Man hat alle bestehenden Fahrzeuge, die im Sortiment waren, eingestellt und hat alles auf die rationelle Fließbandproduktion umgestellt und dafür auch ein einziges Auto nur im Angebot genommen, 1924. Das ist der bekannte Opel 4 PS Laubfrosch. Den kennt man vielleicht auch, hat man vielleicht schon mal von gehört. Das ist das erste deutsche Auto, was auf dem Fließband produziert wurde. Schnell wird der Laubfrosch zum günstigen Kultauto. Kompakt, klein, grün und fast für jedermann zu haben. Opel erreicht in der Spitze einen Marktanteil von 44%, wird Marktführer. Von dem ursprünglichen Preis von 4.500 Reichsmark
oder Goldmark zu dem Zeitpunkt, wurde das Auto dann am Ende seiner Produktionszeit gesenkt im Preis auf 1.990 Reichsmark, also weniger als die Hälfte, aber stetig verbessert. Das ist der Effekt gewesen, den Opel erzielen konnte und der Opel auch wirklich groß gemacht hat in der Weimarer Republik. Der Laubfrosch wurde Legende. Doch dann kommt die Wirtschaftskrise. Die Börsen spielen verrückt, der Absatz bei Opel bricht ein. Um zu überleben, verkauft die Familie den Betrieb an den amerikanischen Autohersteller General Motors, GM. Die Amerikaner bringen neue große Technik mit für die Produktion in Rüsselsheim. Und zum erweiterten Angebot kommt dann 1938 der bald sehr erfolgreiche Ur-Kadett. Was wenige wissen, hier verschwanden später ganze Produktionsstraßen des Modells nach Russland. Opel musste nach dem Zweiten Weltkrieg faktisch Reparationen zahlen. Der erste Kadett von 1938 wird zum Kriegsende so ein russisches Plagiat. Hier gab es einen Sonderzug im Sommer 1946 und alles musste abtransportiert werden, obwohl der damalige Opel-Chef, der Treuhänder Neumann und auch General Motors Leute versucht haben, das zu verhindern. Ist es am Ende dann doch so gewesen, dass diese Anlagen abtransportiert wurden. Und im Jahr 1946, Ende 1946, als Moskwitsch in Moskau wieder neu auferstanden sind. Ja. Es wurden wenige Änderungen gemacht und das Auto lief dann bis Mitte der 50er Jahre nahezu identisch als Volkswagen in der UdSSR. Ja. In den 60ern dann der Olympia und der Kapitän. Und die Erfolgsserie setzt sich auch in den 70ern mit legendären Autos fort. Es geht bergauf. Doch sogar in der Blütezeit der 60er Jahre hat Opel schon mit kleineren Krisen zu kämpfen. Etwa an Weihnachten 1966. Der Verkauf von Autos stagniert. Die Betriebsleitung entscheidet sich für eine längere Pause als sonst. Diese sogenannte Kurzarbeit wurde von der Geschäftsleitung in Übereinstimmung mit dem Betriebsrat und dem Landesarbeitsamt angeordnet. Die Produktion von Personenwagen und Lastwagen wird jedoch ruhen. Ab den 90ern dann befindet sich Opel auf Schlingerkurs, nicht nur auf der Teststrecke. Der Niedergang beginnt und lässt sich nur schwer aufhalten. Es folgen Jahrzehnte großer Verunsicherung. Für Material und Mensch eine extreme Belastung. Opel, der Zuverlässige. Lange Zeit galt dieses Siegel. Ab den 90ern zieht GM aber mehr Geld von Opel ab, als der Konzern investiert. So beginnt die Misere richtig. Ein weiterer Grund für die sich anbahnende Krise: Opel darf nur in Europa verkaufen. Und dann das. Qualitätsprobleme beim Astra. Sogar Rückrufe gibt es. Der Ruf ist gründlich ruiniert. Da bringen auch die Fahrsicherheitstests nichts mehr. Bremsen auf unterschiedlich griffigem Grund. Mit neuer Technik kein Problem. Die Verkaufszahlen sinken jahrelang und aus den USA kommen Sparvorgaben. Entlassungswellen folgen. Insolvenzgedanken machen die Runde. Klaus Franz ist beunruhigt. Mir und uns als Arbeitnehmervertreter war es klar, das Unternehmen wird es nicht überleben. Eine Insolvenz in Europa ist was anderes als in den USA. Und da wäre die Marke weg gewesen vom Fenster. Wer kauft schon von einem insolventen Unternehmen ein Fahrzeug? Und aus diesem Grunde haben wir das in die Hand genommen. Er mischt sich also ein. Ab 2008, auf dem Höhepunkt der weltweiten Finanzkrise, ist er Sprachrohr für die Arbeiter, als Chef des Gesamtbetriebsrates und des Europäischen Betriebsrates. Zehntausende Mitarbeiter bringt er 2009 auf die Straße. General Motors, der Mutterkonzern von Opel, hat doch Insolvenz angemeldet und droht, den Rüsselsheimer Autokonzern mit in den Abgrund zu reißen. Es waren über 20.000 Menschen gekommen mit Transparenten und so mit Fuck you General Motors und alles Mögliche. Also es war totale Kreativität angesagt. Er kämpft für den Verkauf. Fortan nur Mr. Opel genannt. Immer streitbar findet er deutliche Worte. Hört auf mit dem Geschwätz der Insolvenz. Manager, trampelt nicht weiter auf der Marke und auf den Menschen herum. Das ist geschäftsschädigend.
Eine turbulente Zeit. Um Opel zu retten, verhandelt er mit allen Seiten, ist Mittler zwischen dem Management der Autokonzerne und der Politik. Langfristig soll ein neuer Investor gefunden werden. Eine mögliche Lösung ist die Übernahme durch den Autozulieferer Magna, die auch Franz will. Doch GM macht Ende 2009 überraschend einen Rückzieher, will mit Opel doch irgendwie weitermachen. Abends am 6. November um 21:48 Uhr hat Fritz Henderson mich angerufen aus Detroit und hat gesagt, die Board of Director hat beschlossen, Opel nicht zu verkaufen, weil Obama interveniert hat, weil General Motors ansonsten nicht mehr auf die Green Technology, sprich die umweltfreundliche Technologie von Opel zurückgreifen könnte. Aus diesem Grunde hat General Motors Nein zum Verkauf gesagt. Und ich habe mir erstmal eine Flasche Wein in den Kopf gehauen und dann habe ich mir überlegt, soll ich aufhören, weil ich alles auf den Verkauf, auf die Ausgründung von Opel gesetzt habe. Die Rettung kam in letzter Minute. In Rüsselsheim mussten gerade neu aufgenommene Kredite wieder zurückgezahlt werden. Da half eine staatliche Bürgschaft des Bundes von 4,5 Milliarden Euro. Wie konnte GM es überhaupt so weit kommen lassen? Der hauptsächliche Fehler war immer in der Frage der Modellpolitik und der Motorentechnologie, weil bei General Motors war der Hubraum größer als oft der Wohnraum und dementsprechend waren die Autos ausgelegt und in Europa ist man auf flotte, sparsame Fahrzeuge hat man da gesetzt. Also Opel in sich war ein hochrendables Unternehmen, aber durch die falsche Modellpolitik, bedingt durch General Motors, ist der Absatz immer weiter runtergegangen und dementsprechend hat sich das alles nicht mehr gerechnet. Von einst 46.000 Mitarbeitern in Deutschland sind knapp 13.000 übrig geblieben. Einer von ihnen ist Marco Giorla. Der Familienvater arbeitet in der Fertigung als Vorarbeiter. Seinen Job bekam er vor dem Opel-Verkauf an die französische PSA 2017. Die Krisenzeit für ihn ein Glück. Bei der Leihfirma habe ich halt hier angefangen 2014 und 2015 dann wurde ich dann übernommen, nach 11 Monaten. Mit der Übernahme durch den Autogiganten Stellantis vor 3 Jahren habe sich viel verändert. Mehr Arbeitsbelastung und wieder mehr Autos. Na gut, natürlich Gedanken macht man sich natürlich immer, ist klar, was die Zukunft bringt, weiß man nie so genau, aber jetzt so momentan, dass ich jetzt Angst habe, dass ich jetzt direkt meinen Job verliere, habe ich eingestellt. Also wir haben genug Arbeit da. Wir bauen ja auch den Astra in verschiedenen Facetten, also in allen Facetten eingestiegen, wo man auch kaufen kann. Auch das französische Auto DS4 wird hier gebaut. Marco Giorla ist historisch in guter Gesellschaft. Bei Opel wurde auch der CDU-Arbeitsminister Norbert Blüm ausgebildet und der grüne Außenminister Joschka Fischer arbeitete am Band. Große Vergangenheit. Jetzt muss Opel auch im Kleinen Effizienz beweisen. Mehrmals am Tag gehen hier die Lichter aus. Stichwort teure Energie. Wir nutzen die Pausenzeiten halt nur auf die Notbeleuchtung umzugehen, um so halt unseren Beitrag auch zu leisten. Früher haben wir viel manuell gemacht, heute geht es dann über eine zentrale Schaltung. Und so werden alle Pausenzeiten dunkel gemacht und verschiedene Abluftanlagen ausgeschaltet, so dass es auch hier kostensparend umgesetzt wird. Opel lebt zwar noch, zahle dafür aber einen hohen Preis, meint Klaus Franz. Die Entwicklung im Werk kennt er gut. Er begann einst als Lackierer von Mantas. Opels Riesenmutter Stellantis, das Dach für 14 Marken, gebe heute so gut wie alles vor. Opel sei kein eigenständiger deutscher Hersteller mehr. Opel ist eine Marke, die jetzt so eben als Marke mitgeführt wird. Und es ist eigentlich schade drum bei dieser Tradition, aber das ist der Gang der Wirtschaft, der Gang der Welt und da zählt keine Sentimentalität. Sie sind gerne sentimental, schwelgen in alten Formen und Farben, lieben Opel für das, was es war. Beim Verein Alt-Opel IG ist man mit anderen Gruppen weltweit vernetzt. Es gibt sogar überall auf dem Globus spezielle Typreferenten, die jede Schraube kennen und beraten können. Für Ersatzteile ist man oft schon weit gereist. Da sind die Stammtischkollegen nach Schweden gefahren und haben bestimmte Teile gesucht und haben sie auch gefunden dort.
Als der Olympiarekord in seine Werkstatt kam, sah das Auto ziemlich mitgenommen aus. Zum Glück ist Peter Flörsheimer vom Fach und Opel erfahren. Ich fertige viel selber an, also so Gummiteile baue ich die Formen. Also ich habe Modellschreiner gelernt, also ich kann Formen bauen. Dann baue ich da die Formen dafür und gieße die Gummiteile, verteile ich dann auch noch im Club. Und zum Beispiel die Polster habe ich nachweben lassen. Da habe ich dann auch relativ lange gesucht, bis ich eine Weberei hier in Deutschland gefunden habe. Sorgfältige Liebe. Jetzt heißt es Schmierstoffe pumpen an die richtigen Stellen. Damit der Wagen nicht versteift, braucht er das alle 1500 Kilometer. Ganz nach der alten Betriebsanleitung. Dieser Opel ist wartungsintensiv. Ist der undicht, weil hier alles Nee, nass ich ist? schwitze da ein bisschen. Ach so, ganz normal. Was du mal machen kannst, ist, wenn du noch hier ein Käppchen draufsetzt, ein Gummikäppchen für die Bremsenlüfter. Opel ist Identität. Wir sind mit Opel groß geworden. Mein Vater war bei Opel, mein Schwiegervater, mein Opa, alle. Ich war bei Opel bis zur Rente und ich habe das im Blut. Ich lebe Opel. Und man hat einfach die Freude und den Spaß miteinander, denn man war früher schon immer eine große Familie und man ist nach wie vor eine große Familie. Die Gemeinschaft pflegen sie ganz bewusst. Im Nu wird aus der Werkstatt eine Suppenküche. Sie schwärmen über die gute alte Zeit. Rüsselsheim in den 60ern und 70ern. Aufbruchsstimmung. Viele Generationen hat der Autobauer ernährt. Tausende Arbeitskräfte kamen aus Südeuropa. Extra für Opel wurde der Stadtteil Dicker Busch einst gebaut. Weit über 20.000 Arbeitsplätze gingen ab den 80ern allerdings verloren. Die Entlassenen, vor allem Migranten. Für Patrick Burkhardt waren das als Oberbürgermeister von Rüsselsheim schwere Zeiten. Die Zeit, die ich damals verantworten durfte, gab es fast gar keine Gewerbesteuerzahlung. Es gab Zeiten 2000 bis 2015, 16, wo eigentlich so gut wie gar nichts geflossen ist. Damit muss auch eine Stadt umgehen, die von den Spitzenzeiten Ende der 80er Jahre mit über 100 Millionen Euro Gewerbesteuerzahlung runter auf Null. Das verändert natürlich eine Stadt. Es hat Rüsselsheim einen schweren Wandel beschert. Die Stadt hat an Attraktivität verloren. Im Einzelhandel, im Innenstadtleben sind die Spuren vieler Entlassungen bei Opel bis heute deutlich sichtbar. Die Innenstadt ist leider nicht mehr anziehend, weder für jüngere Leute noch für ältere Leute. Und das hat schon auch Auswirkungen auf die Lebensqualität hier. Ich verbinde auf jeden Fall Rüsselsheim mit Opel, allerdings nicht mehr unbedingt jetzt als mit einer deutschen Automarke. Für mich ist Rüsselsheim immer noch eine Opel-Stadt, denn es gibt ja auch immer noch das alte Opel-Werk und ich finde, das wird halt immer ein Teil von Rüsselsheim bleiben, deswegen ist auch Rüsselsheim immer noch Opel. Wenn Opel nicht mehr wäre, würde es uns nicht so gut gehen. Rüsselsheim tut sich schwer mit einem Imagewandel. Die Stadt ist immer noch fest mit dem Namen Opel verbunden, obwohl viele Einwohner gar nicht mehr beim Autobauer arbeiten. Es hat natürlich Herausforderungen gegeben, aber im Rhein-Main-Gebiet gab es andere Arbeitgeber, die dankenswerterweise vieles aufgefangen haben. Von daher war die Arbeitslosenquote gar nicht so sehr hoch hier in Rüsselsheim und man konnte sehr viel kompensieren. Zum Beispiel beim Frankfurter Am Flughafen. Flughafen hauptsächlich, natürlich. Der Flughafen ist der größte Arbeitgeber für die Stadt Rüsselsheim, auch schon seit vielen Jahren. What if? What if we take the lead into a fully charged tomorrow? Der neue Grandland. Bald soll alles elektrisch werden. Das ist die neue Zukunftsvision auch in der Werbung. What if we focus all our energy into one vision? Opel will sich neu erfinden. Chefdesigner Florian Theis weiß, das Autogeschäft ist schnell geworden. Ein Auto zu entwerfen dauert oft aber 3 bis 4 Jahre. Und ob ein Auto gefällt, entscheidet der erste Blick, sagt er. Das ist natürlich das, was der Kunde zuallererst sieht, dann vielleicht auch später anfasst und fühlt. Und ich denke schon, wenn ein Design nicht attraktiv ist, wird der Kunde gar nicht erst das Fahrzeug in Betracht ziehen.
Wir sind im Opel Designzentrum. Die hochgeheimen Hallen in Rüsselsheim, Zutritt haben hier wenige. Chefdesigner Florian Theiss hat mehrere Modelle wie den Insignia und den neuen Astra schon entworfen. Ohne die Dutzenden Kreativen hier wäre Opel nicht groß geworden. Ein Auto muss den Zeitgeist treffen. Wie bei Kleidern, die Mode erkennen. Nur, dass ein Auto länger als nur eine Saison halten muss. Es gibt schon natürlich immer wieder auch gewisse Trends. Es gibt gewisse Technologien, die sich entwickeln, die dann eben auch das Design beeinflussen. Wenn jetzt beispielsweise bei den Scheinwerfern eine neue Technologie kommt, der Wechsel von Halogen auf LED, dann kommt natürlich auch da wieder gibt es neue Möglichkeiten für die Designer, verschiedene Elemente anders zu gestalten. In den 13 Jahrzehnten haben sich die Opel-Modelle oft verändert. Von der Stromlinienform der 30er über den Traumwagenstil der Nachkriegszeit bis zur neuen Aerodynamik des Opel GT und seit der Ölkrise 1971 mehr schlichte Formen, um Kraftstoff zu sparen. Heute gibt die Elektro-Ära neue Formen vor, vor allem an der Vorderfront der Autos. Ein altes Element verschwindet bald sogar ganz. Man kennt von Elternautos noch diese großen Frontgrills, wo die Luft dann eben durchgeführt wurde zur Kühlung. Das wird jetzt bei Elektroautos alles nur noch im unteren Bereich der Front nötig sein, um die Batterien zu kühlen. Und dadurch gibt es dann im oberen Bereich viel mehr Freiräume. Man muss eben keine Luftzufuhr mehr gewährleisten und hat dann eben neue Möglichkeiten, auch die Front eines Fahrzeugs zu gestalten. Im Designzentrum haben international bekannte Designer gearbeitet. Seit 1965 ist es Teil des Werks in Rüsselsheim. Die Opel-Mutter GM in Amerika erkannte, dass man für den europäischen Markt andere Ideen und Beratung braucht. Doch Ende der 80er mischten sich die Amerikaner wieder mehr ein, auch um Produktionskosten zu reduzieren. Schon 1985 wurde das im Fernsehen thematisiert. Früher, so heißt es hier, hätten die Konstrukteure das Sagen gehabt. Soll wohl heißen, dies hat sich geändert. Das Management macht die Vorgaben, trifft letztlich die Entscheidung. Mag es dem Designer recht sein oder nicht. Es folgten einige Flops, etwa der Astra von 1991 oder der Geländewagen Monterey und der Sintra. Oder der Signum von 2008. Das alles hat niemand gewundert, erinnert sich Klaus Franz. Die Pleiten hätten viel mit den amerikanischen Opel-Chefs zu tun gehabt. Die hätten ihre Vorgaben direkt von General Motors in Detroit bekommen. Man nannte sie deshalb auch Yes Man. Die Amerikaner haben den europäischen Markt nicht verstanden und das Management hier hat nicht die entsprechende Power gehabt, um die europäischen Interessen in der Modellpolitik, in der Fahrzeugarchitektur, im Design und so weiter durchzusetzen. In der Designabteilung sind Zeichnungen immer noch die Grundlage, bevor Neues ausprobiert wird. Die Prototypen werden in mühsamer Handarbeit noch mit Industrieknete geformt. Heute hilft den Kreativen auch virtuelle Technik. Sie animieren ihre Modelle im Raum per 3D-Brille, um Designideen direkt zu erleben. So sind sie schneller. Das aktuelle Konzeptauto ist das Experimental. Ja, es hilft zwei Sachen. Das ist ein Tool natürlich für uns in der Designentwicklung, wo wir vorab schon sehr früh Designthemen testen können und bewerten können, auswählen können. Und es ist natürlich auch ein Tool, mit dem wir dann auch Präsentationen tatsächlich machen können, wo wir dann eben diese Modelle mit verschiedenen Funktionen darstellen können. Man hat das eben gesehen mit der Tür, die wir öffnen können. Und das alles ohne, dass man wirklich physische Modelle braucht. Wir haben ein zweites Set aufgebaut, wo man wirklich im Innenraum Platz nehmen kann. Da kann man verschiedene Lichtsimulationen fahren, Lichtstimmungen erzeugen im Fahrzeug. Viel Licht anstatt Stoßstangen und Chromleisten. Unnötiges Metall soll verschwinden. Diese Modellstudie zeigt, welcher Stil in den kommenden Jahren alle Opel-Autos prägen wird. Wir waren inspiriert tatsächlich vom Opel Manta aus den 60ern, der ja auch diese sehr markante Front hatte. Wir haben das jetzt neu interpretiert mit dieser neuen Beleuchtung, mit dem beleuchteten Logo im Zentrum und mit dem beleuchteten Kompass, was natürlich auch den Weg in Richtung Elektromobilität noch mehr untermalt mit diesen Beleuchtungselementen. Der Manta, neu gestylt, auffällig gelb,
Flink und ganz leise dank Elektromotor. Er sorgte für Furore. Damit wollten die Opelaner beweisen, was sie immer noch können: innovativ sein. Beim Jubiläumstag durften Mitarbeiter exklusiv in die Oldtimer-Hallen kommen und Autos ausprobieren. Wie finden Sie die Elektrifizierung von Oldtimern? Ich finde die Idee schon sehr, sehr smart. Hat Opel ja auch getan, hier mit dem alten Manta zum Beispiel als Elektrofahrzeug. Ist schon sehr, sehr verlockend tatsächlich, ja. Egal welches alte Auto man nimmt von denen, man könnte einfach neu auflegen. Das Auto ist eingeschlagen wie eine Bombe. Ja, klar. In der Szene, die Leute haben das geliebt. Ja. Ja. Jeder, der mitgefahren ist, war begeistert. Ja. Deswegen haben wir jetzt die Gelegenheit, mal ein paar Meter zu fahren. Cool, freue ich mich. Also wie gesagt, zweite Gangreihe. Ja. Die Kupplung loslassen. Und im Prinzip einfach nur noch Gas geben. Jetzt mal fährt er schon los. Der neue Manta war sehr begehrt beim Jubiläumstag im Opelwerk. Etliche Probefahrten auf dem Gelände in Rüsselsheim. Unter Aufsicht von Jens Cooper von Opel Classic. In Serie geht der Elektromanta nicht. Noch nie mit Manta gefahren. Und jetzt Elektro? Und jetzt Elektro. Mega. Ja, war richtig geil. Hat richtig Spaß gemacht. Ja. Ich habe gesagt, ich nehme sofort mit nach Hause. Das ist genau das, was ich brauche. Hat Drehmoment, hat Spaß gemacht. Bums. Der Manta, so hören wir, wird wiederkommen. Zumindest als Name eines anderen Modells in Zukunft. Opel-Manager Florian Hüttel will die Marke ins Elektrozeitalter führen. Ohne Wenn und Aber. Dass Konkurrenten, erste Autounternehmen an der Elektrozukunft zu zweifeln beginnen, verunsichert ihn nicht. Er will standhaft bleiben. Opels Strategie: nach vorne schauen. 2038 wollen wir CO2-neutral sein und dahingehend entwickeln wir unser Unternehmen. Und die emissionsfreie individuelle Mobilität, das emissionsfreie Fahren ist ein ganz wichtiger Bestandteil von dieser Transformation. Wir setzen voll auf die Elektromobilität. Wir haben den ersten Schritt jetzt fast abgeschlossen. Der erste Schritt heißt, dass wir alle unsere Autos auch als elektrische Varianten anbieten. Da können Sie jeden Opel dann auch batterieelektrisch kaufen. Und dann gehen wir entsprechend weiter in die Zukunft mit rein elektrischen neuen Modellen, die wir auf den Markt bringen. Jeden Tag produzieren sie in Rüsselsheim 500 Autos. Einst waren es 1500. Doch das Geschäft ziehe gerade sehr gut an, vor allem im Ausland. In der Türkei sind wir sehr, sehr stark gewachsen. Das ist ein wichtiger Markt, in Marokko auch. Wir haben jetzt gerade unser Händlernetz in Algerien eröffnet und damit einen ganz neuen Markt für Opel erschlossen. Und wir freuen uns sehr darauf, auch da in Zukunft wachsen zu können. Also es passiert sehr viel in puncto Wachstum. Nochmal einerseits in der batterieelektrischen Technologie und andererseits außerhalb von Europa. Elektroautos. Da schließt sich ein Kreis. Auch darin ist Opel Pionier. Ende der 60er war dieser Wagen ein Star. Opel GT. Sportlich, bezahlbar, schnell. Kultauto. Dann kam die Ölkrise. Und aus dem neuen Kultauto wurde ein Elektroflitzer. In der Opel-Sammlung ein Highlight, das wenige kennen. Fahren kann der Wagen leider nicht mehr. Der Enkel des Opel-Gründers, Georg von Opel persönlich, ist der Erfinder. 500 Kilo schwere Nickel-Cadmium-Batterien hatte er von hinten bis zum Beifahrersitz verbaut. Er hat 1971 Weltrekorde mit dem Fahrzeug gefahren. Er wollte beweisen, dass man mit Elektrokraft halt auch richtig schnell unterwegs sein konnte. Hat sich dafür die Rennstrecke in Hockenheim gemietet, an einem rennfreien Wochenende im Mai 1971. Hat vorher das Auto umgebaut, zusammen mit der Firma Varta, mit Bosch und Continental. Und dann hat man diesen Opel Elektro GT, wie man ihn genannt hat, dann auf die Strecke losgelassen und dann hat er Weltrekorde gefahren. Zum Beispiel Geschwindigkeiten und so weiter. Damals erstaunliche 190 km/h bei 160 PS. Doch der Wagen mit dem trommelförmigen Motor hatte eine Reichweite von nur 44 Kilometern. Das war zu wenig. Der Wagen ging nicht in Serie. Weil das ist der Elektro GT und der fährt natürlich auch von einem Namen. Gut, das war ein Weltrekordauto. Das ist natürlich genau auf diesen Zweck zugeschnitten worden. Und ja, ich glaube, die Ölkrise, irgendwann hat das sich auch gelegt.
Dafür gibt es die ja jetzt ja in Serie. Ne? Es hat ein bisschen gedauert, aber letztendlich, was lange währt, wird vielleicht endlich gut. Der Elektro GT hat Geschichte geschrieben. Bisher einzigartig, sogar im Werk weithin unbekannt. Nun also die modernen Elektrowagen. Für die braucht es eine große Infrastruktur an Batterien. Dafür gibt es schon eine große Batterieabteilung bei Opel, die Chefingenieur Matthias Alt betreut. Er war Verbrennerspezialist und muss jetzt umdenken. Verbrennungsmotoren werden hier nicht mehr entwickelt, dafür Batteriesysteme. Heute bauen wir hier in Rüsselsheim Elektroautos neben Diesel, Benziner. Also dieser Wandel ist schon extrem schnell. Ja, aber es macht auch super Spaß, mit all den Ingenieuren wieder zusammen an diesen neuen Techniken zu arbeiten. Weil beim Verbrennungsmotor, da waren wir wirklich so weit, dass wir sagen, da konnten wir nur noch ganz wenig verbessern. Aber jetzt haben wir wieder Möglichkeiten, große Schritte zu machen, Batterien zu entwickeln, Elektromotoren zu entwickeln, die großen Beitrag dazu leisten, die CO2-Emissionen zu senken. Hier am Stammsitz in Rüsselsheim werden 1500 Batterien im Jahr für den Stellantis-Konzern repariert. Zentral für alle 14 Marken. Das macht das Werk auf Jahre unverzichtbar. Ihre Erfahrung bisher? Auch nach vielen Jahren büßen die Akkus kaum an Kraft und Reichweite ein. Es ist für uns klar als Firma, wir wollen CO2-neutral werden. Und das heißt nicht nur ohne CO2-Emissionen Auto fahren, sondern das heißt auch die Autos herstellen ohne CO2-Emissionen, die Batterien und ein möglichst langes Leben haben. Und am Ende, wenn die Batterie wirklich nach 20 Jahren oder sowas nicht mehr nutzbar ist, dann werden wir sie zu 95% recyceln. Sie werden wohl keine Freunde, die Liebhaber von Opel Oldtimern und die Techniker für die Modelle der Zukunft. Theo Fröhlich zeigt uns, warum. Sein Schätzchen ist ein Opel-Diplomat von 1977. Er hat wenig daran verändert. Hören Sie den Sound, sagt er uns. Das kann kein E-Auto. Er fährt seinen Diplomat nicht nur spazieren. Der Tannenbaum an der Windschutzscheibe ist noch original. Der wurde damals mitverkauft. Mein Vater hat 40 Jahre bei Opel gearbeitet und zur damaligen Zeit, ich war ja im Lebensalter in den 20ern und da war ich öfter hinten bei Opel, an dem Platz, wo die Firma Opel die Fahrzeuge abgestellt hat, nachdem sie produziert wurden. Und man wusste ja, die laufen aus und standen auch in großer Stückzahl auf einem entsprechenden Parkplatz. Ich bin mehrfach sonntags dahin gefahren und habe natürlich immer gedacht, so ein Auto kannst du dir nicht leisten. Das geht nicht. Ja. Jetzt ja. Richtig. Fast alles ist hier noch so, wie es war, mit viel Liebe erhalten. Eine Augenweide für Kenner. Nur im Sommer kann es richtig heiß werden hier drin, oder? Gut, ich habe zwei Mittel. Einmal habe ich das Schiebedach hier oben, ja, und zum anderen nehmen wir die Seitenscheiben, lassen wir etwas runter und das gibt dann insgesamt gesehen eine schöne Belüftung. Also dann ist es schon auszuhalten. Pfiffig ist auch dieses Detail vorne unterm Motor. Eine kleine Antenne warnt ganz undigital vor dem Bürgersteig beim Vorbeikratzen. Könnte er sich vorstellen, seinen Diplomat zu elektrifizieren? Eigentlich nicht. Ich spekuliere eher auf diese E-Fuels, die da in Aussicht sind. Ja, das ist ja auch eine Möglichkeit. Ich denke mal, dann würde man auch den Oldtimer-Status, das mit dem H-Kennzeichen, aberkennen. Ist ein Politikum, weiß man nicht, ja. Die Opel-Vereine respektieren, dass man neue Wege gehen muss, damit die Marke überlebt. Sie organisieren Ausstellungen, kümmern sich umeinander. Opel ist ihr Leben, ihre Identität. Doch fast alle, die wir treffen, sehen die Elektrozukunft skeptisch. Ich würde sagen, nicht so verbissen auf eine Strategie setzen, sondern so ein bisschen den Ausgleich. Ja, dass man sagt, wir machen zwar Elektrik, weil es ist vielleicht die Zukunft, aber wir halten uns in der Hinterhand immer so ein paar Verbrennersachen offen. Da können wir auch flexibel wieder umswitchen. Und wenn man jetzt sieht, dass verschiedene Firmen wieder zurückgehen oder auch wieder investieren in Verbrenner, dann sieht man eigentlich, dass das Ganze vielleicht doch nicht so gezielt auf Elektro hingeht. Beim Tag der offenen Tür werfen die Besucher nicht nur einen Blick in die elektrifizierte Zukunft von Opel, sondern schwelgen auch in der Vergangenheit.
Eine Anekdote ist unvergessen. Opel hat vor 100 Jahren bereits eine Redensart geprägt. Die Firma Citroën, die heute auch zu Stellantis gehört, hat bereits 2 Jahre vorher in Frankreich das Fließband eingeführt und haben dort ein Auto hergestellt, den 5CV, der unserem ähnelt, das muss man schon sagen. Der Citroën wurde gerne in Gelb gekauft oder angeboten, unser Fahrzeug in Grün. Und da die Fahrzeuge sich so stark ähneln, kommt das Sprichwort, dasselbe in Grün, hat der Volksmund gleich daraus gemacht. Ja, das kann man nicht verschweigen, das ist so. Hoher Besuch vom Bundeskanzler soll viel Optimismus verbreiten. Den neuen Weg bei Opel beschreiben die Manager zum Jubiläumsfest in den positivsten Farben. Und es scheint, als sei der Standort Hessen wieder sicher. Wir haben in Rüsselsheim sehr stark investiert in den letzten Jahren. Wir haben das Werk fit gemacht für die elektromobile Zukunft. Das können Sie auch ganz konkret anfassen und sehen. Das sind Investitionen im Rohbau, das sind Investitionen in Batterieshop. Wir montieren hier die Batterien für den Astra. Das Gleiche machen wir gerade in Eisenach. In Eisenach produzieren wir den Grandland. Da ist die gleiche Transformation im Gange. Dass wir es schaffen, in Deutschland auch weiter zu produzieren. Und dass wir es schaffen, diese deutsche Ingenieurskunst, deutsches Design, deutsche Produktionstechnologie auch ins Elektrozeitalter mitzunehmen. Das ist unsere Mission und da arbeiten wir intensiv dran. Der Verkaufserfolg wird entscheiden, ob Opel die kommenden 30er Jahre überlebt und neu geschaffene Emotionen mit Modellen verbinden kann. Manches Auto etwa wie das CD Concept 1969 oder die Opel Rakete war nie für den Alltag gedacht. Und doch, sie blieben in Erinnerung. Und der Legendenstatus ist nicht nur den alten Autos vorbehalten. Alle Oldtimer waren mal neu und die Leute konnten sich damals nicht vorstellen, dass es mal richtige Oldtimer werden. Es ist nur eine Frage der Zeit. Es ändert sich ein bisschen durch die ganze Elektromobilität, aber das werden auch vielleicht mal später klassische Fahrzeuge, je nachdem wie die Entwicklung wird. Beim Doktorwagen geht Liebhabern noch heute das Herz auf. Opel hat viele Mythen geschaffen in den 125 Jahren Autobau. Und künftig? Natürlich werden wir Opel noch kennen in 20 Jahren und Opel wird sich konsequent weiterentwickeln und wird auch in 20 Jahren das machen, was wir seit 125 Jahren machen, nämlich Mobilität, die Mobilität der Zukunft dann in dem Fall, aber Mobilität bezahlbar zu machen und zu vielen, vielen Leuten zu bringen. Und das ist unsere Mission. Wie damals der Laubfrosch gedacht für den kleinen Geldbeutel. Heute ist die Konkurrenz groß. Die Autobranche muss mit ständig neuen Herausforderungen umgehen. Ich kann nur einfach dem Unternehmen und insbesondere den Beschäftigten, die noch da sind, viel Glück wünschen und alles Gute. Aber es ist für mich keine Zeit des großen, überschwänglichen Jubels. Es ist eine brutal harte Zeit, aber übrigens insbesondere und insgesamt für die Automobilindustrie, was die Chinesen auf den Markt bringen werden, das wird eine richtig brutale Auseinandersetzung. Und genau die will Opel meistern. Künftige Modelle sollen trotzdem noch viel an alte Traditionen erinnern, aber mit konkreten Zukunftsvisionen. Der Opel-Geist ist schwer zu beschreiben. Es gibt ihn, vielleicht ist das die Volksnähe, die dieses Unternehmen schon früh angestrebt hat. Es sind die Menschen, die hier waren. Es ist die Tradition des Unternehmens und auch Produkte zu entwickeln, die der Demokratisierung von Technologie dienen. So möchte ich das jetzt mal sagen. Viele Kultautos, viele Krisen und jetzt neue Wege. 125 Jahre Autobau bei Opel in Rüsselsheim. Eins waren sie bestimmt nicht. Langweilig und ruhig.